Hallo zusammen, hier spricht Rain. Ich habe in meinen Cinema 4D-Tutorials mehrfach Würfel verwendet und letztens wurde ich gefragt, wie erstellt man eigentlich einen Würfel? Das ist ein relativ einfacher Prozess und den werde ich euch heute hier zeigen. Zuerst müsst ihr euch natürlich überlegen, was möchtet ihr mit dem Würfel eigentlich machen. In meinem Fall könnte ich sagen, ich möchte vielleicht ein Haus damit beginnen. Das einfachste ist, man geht hier auf die Seite 3dwarehouse.sketchup.com und sucht sich unter Architektur, Architecture, etwas aus. Wir haben hier einige recht coole, interessante Gebäude. Das einige, es sind sogar recht viele. Und hier ist mit Sicherheit etwas dabei, was euch gefällt. Ich finde zum Beispiel dieses Modell einer Kirche mit zeitgemäßem, modernen Design irgendwie cool. Hat was von einem abgestürzten Raumschiff. Also klicke ich hier auf dieses Symbol, akzeptiere die Terms and Conditions und lade das herunter. Als nächstes geht ihr auf app.sketchup.com und könnt hier mit SketchUp Free arbeiten. Die Dame entfernen wir, die brauchen wir nicht. Dann öffnen wir einmal die Datei, die wir eben heruntergeladen haben, in diesem Fall die Kirche. So, hier habe ich sie. Als nächstes klickt ihr hier auf das Ordnersymbol, klickt Exportieren. Diese ganzen Cloud-basierenden Sachen sind alle leider gesperrt, aber STL genügt uns. Wir wollen als STL exportieren und können dann in Cinema 4D einfach die entsprechende Datei öffnen. Das lassen wir einfach, wie es ist, das brauchen wir nicht anders. So, STL ist natürlich eine Datei für den 3D-Druck, das heißt, wir verlieren jetzt hier alles, was irgendwie an Materialien vorhanden ist. Aber das ist vollkommen irrelevant, wir brauchen letztendlich nur das eigentliche Modell. Schmeißen wir erstmal diesen ganzen Schnodder hier raus. Wir klicken auf Punkte, wählen das Modell aus und können jetzt mal hergehen, diesen ganzen Kram, das waren alles hier mal Bäume, einmal zu löschen. Ich glaube, da werde ich einfach hergehen. Lasso Selection. Alles. Wir wollen nur die Kirche haben. Außer natürlich, ihr wollt die anderen Sachen auch behalten. Das ist auch völlig okay. Aber in meinem Fall, ich will definitiv nur die Kirche. So, da hier jetzt nur noch die Kirche vorhanden ist, müssen wir ein paar sehr, sehr wichtige Entscheidungen treffen. Das ist der wichtigste Teil von allem. Schaut euch euer Modell ganz genau an. Wir brauchen jetzt 8 Punkte. Genau 8, nicht mehr, nicht weniger. Ihr müsst jetzt die Entscheidung treffen, welche von den Punkten eures Modells ihr verwenden wollt. Das ist absolut wichtig, ihr müsst hier eine gute Wahl treffen und es muss euch unbedingt gefallen, ansonsten wird das hinterher fürchterlich werden. So, schauen wir mal. Der erste Punkt, der mir absolut ins Auge fällt, ist natürlich der Punkt hier oben. Den werde ich mir auf alle Fälle nehmen. Die Punkte hier, das ist weniger was. Ich habe schon einen von der Spitze, haben wir den ganzen Kram hier mal weg. Wir speichern das, indem wir die Selektion einfrieren. Wenn ich jetzt woanders hinklicke und die Selektion wieder herstelle, ist der Punkt wieder ausgewählt. So, dann schauen wir mal nach unten. Also die Punkte hier, nee, um Gottes Willen, die werde ich auf keinen Fall verwenden, die sind fürchterlich. Die gefallen mir auch nicht wirklich, die können weg. Den Kram, nee, auch nicht wirklich, das ist auch nicht so optimal hier. Ach Gott, da ist ja alles mögliche an Zeug noch drin. Das ist alles sekundärer Mist, den brauchen wir alles nicht. Das sind die Bänke. Ich will doch gar nicht die Bänke haben, ich will doch bloß die Kirche an sich. Andererseits, ich glaube, ja, dieser eine Punkt vom Kreuz, den werde ich mir nehmen. Das kann nie schaden. Etwas göttlicher Beistand ist schließlich immer gut. Wir sagen wiederherstellen. Ich klicke hier mit gedrückter Shift-Taste drauf und Selektion einfrieren wieder. So, die restlichen Punkte vom Kreuz können weg. So, den ganzen Kram hier brauchen wir eigentlich auch nicht. Punkte vom Boden eignen sich selten. Zumindest laut meiner Erfahrung. Das heißt, die ganzen Punkte, die am Boden sind, schmeißen wir jetzt raus. Wir haben hier nochmal so ein Vordach, das brauchen wir auch nicht. Ich sollte aufpassen, mir gehen langsam die Punkte aus. Ich bin hier ein bisschen sehr wählerisch, fällt mir auf. Ja, wobei, der Punkt hat was, den nehme ich mit. Wir machen hier nochmal wiederherstellen, wählen den Punkt mit aus, sagen Selektion einfrieren. Damit haben wir 3. So, die können weg, die gefallen mir nicht so gut. Der schwebt mir zu sehr in der Luft. Das kann auch weg, das Zeug. Hier noch in der Luft, der kann auch weg. So, der Punkt hier, der scheint mir geeignet, das heißt, den nehmen wir auch mit. Das ist reine Gefühlssache letztendlich, ja. Also, ihr müsst euch hier wirklich von euren Gefühlen leiten lassen. Der ist mir auch gerade schön ins Auge gesprungen. Der gefällt mir. Dann haben wir 5. So, der hier dürfte auch noch ganz gut sein. Dann haben wir 6. An dem hier scheint so viel zu hängen. Der ist sicherlich stark. Nehmen wir den mit. Haben wir 7. Und weil der hier noch so schön auf der Spitze sitzt, nehmen wir den auch noch. Dann haben wir 8. So, jetzt invertieren wir. Also stellen erstmal sicher, dass wir wirklich die Punkte alle selektiert haben. Stellen nochmal sicher, dass wir wirklich 8 Stück haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wo ist der Punkt vom Kreuz hin? Oh, verflixt. Na gut, dann hat sich das mit dem Kreuz leider erledigt. Aber der hier ist auch noch gut. Nehmen wir den noch mit.
Dann haben wir jetzt 8. So, jetzt wählen wir Selektieren, Selektion invertieren und löschen die Punkte, die wir nicht benötigen, weg. 1, 2, 3, 4. Sind das schon wieder nur 7? Ach nee, ich habe 2 nebeneinander ausgewählt. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das war eigentlich nicht, was ich wollte, aber egal. So, das Polygon brauchen wir auch nicht. Das kann weg. So. Und jetzt müssen wir hergehen und diese Punkte entsprechend als Würfel anordnen. Das ist jetzt ein bisschen Kleinarbeit, aber wir haben zum Glück diese schöne Raster, an dem wir uns orientieren können. Der Punkt hier, der kommt nach unten rechts. Der Punkt hier kommt nach unten links. Ach, da war der Punkt noch. Er war ja doch noch da. Das heißt, den einen können wir doch wieder rausschmeißen. Okay. Als nächstes wählen wir das Mesh erstellen Polygonstift-Tool aus und erzeugen ein paar Quadrate. So, und damit haben wir es. Damit haben wir unseren Würfel. Okay, er ist jetzt nicht ganz perfekt. Er ist ein bisschen schief hier und da. Ich habe hier auch mit dem Polygon-Tool einen Fehler gemacht, das können wir kurz korrigieren. Ja, also wie gesagt, er ist nicht perfekt gerade. Das ist einfach so letztendlich. Aber bedenkt, ihr habt hier einen handgefertigten Würfel. Deswegen ist er halt ein bisschen schief. Und er stammt von einem wunderbaren Modell und ist absolut bereit und absolut geeignet, um ein neues, wunderschönes Modell damit zu bauen. Ich meine, wenn ihr irgendwas Gleichmäßiges, Seelenloses haben wollt, dann könnt ihr ja auch einfach hergehen und hier draufklicken, dann habt ihr euren ach so perfekten Würfel. Aber darum geht's ja nicht beim Modellieren. So, ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen. Gut, das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Euer Rain.